Als wir die ersten Bauzeichnungen gesehen haben und haben gesehen, dass das Haus komplett rund wird und nur aus Rundung besteht. Mein Name ist Waldemar Korte vom Ingenieurbüro Mense Korte aus Beckum. Wir haben bei dem ersten 3D-gedruckten Gebäude Deutschlands die Tragwerksplanung und die Gebäudeplanung gemacht. Mit dem Thema 3D-Betondruck beschäftigen wir uns tatsächlich erst seit 2 Jahren. Es gab einen befreundeten Trockenbauer, der praktisch die Idee hatte, das erste 3D-gedruckte Gebäude in Deutschland herzustellen. Kam auf uns mit dieser Idee zu. Wir waren direkt Feuer und Flamme und haben gesagt, das kann was werden, das kriegen wir technisch hin. Mein Name ist Tobias Piening von der Firma Rollladen Piening aus Aalen. Wir sind ein Handwerksunternehmen mit 30 Mitarbeitern, verbauen zurzeit ungefähr 20.000 Rollladen im Jahr. Wir haben an dem Objekt Raffsto-Anlagen verbaut, das System Modulo von der Firma Roma. Für uns war es recht spannend, als wir die ersten Bauzeichnungen gesehen haben, waren wir erst skeptisch und haben gesagt, okay, das ist natürlich was ganz Neues. Haben dann aber beim Aufmaß gemerkt, als auch jetzt in der Durchführung, dass es eine ganz klassische Raffsto-Montage ist. Hier sieht man sehr schön einmal die gedruckte Fassade. Ganz wichtig bei diesem Projekt, wir werden die Fassade so sichtbar belassen, wie sie jetzt ist. Wird also nur noch einen Anstrich bekommen, sodass für den Endbetrachter bzw. den Endverbraucher auch der gesamte Bearbeitungsprozess des Betondrucks sichtbar bleibt. Die Besonderheit beim Betondruckverfahren ist eben, dass wir hier mit Layern arbeiten, mit Schichten, die aufeinander geschichtet werden. Und da ist es eben wichtig zu wissen bzw. auch einzuhalten, dass wir gewisse Layerzeiten haben. Wenn man also an einer Stelle anfängt mit dem Druck, dann darf eben die nächste Schicht, die auf die vorherige Schicht gelegt wird, nicht später als 15 Minuten aufgelegt werden, weil sonst die Verbindung der Schichten untereinander eben nicht mehr stattfinden kann. Wenn man diese Zeit überschreitet, dann wird eben die unterste Schicht trocken und ich habe nicht mehr diesen Verbund, den ich benötige. Also hier sieht man einmal ganz schön eine Raffsto-Anlage inklusive des Fensters im eingebauten Zustand. Die Schwierigkeit beim Betondruckverfahren ist eben, dass wir keine rechtwinkligen Ecken herstellen können. Wir können es also prozessbedingt immer nur rund machen. Und das sieht man hier im Anschlag ganz schön, dass dadurch natürlich eine relativ schwierige Anschlusssituation für den Sonnenschutz, aber auch fürs Fenster entsteht, sodass wir in diesem Fall diese Lösung genommen haben, weil sie eben gut praktikabel war, aber eben für die Folgegewerke nicht optimal ist, sodass wir da in Zukunft auch an dieser Lösung arbeiten werden, neuere Anschlagstechniken entwerfen werden, die vielleicht die Folgegewerke etwas einfacher machen. Also das Projekt hat extrem viel Spaß gemacht, definitiv. Es war natürlich, man braucht einen langen Atem, um das komplett durchzuhalten, um es komplett durchzuplanen und vor allen Dingen haben wir auch jeden Druck vor Ort begleitet. Auch als Architekt, als Planer, aber auch als gelernter Maurer, weil es mir wichtig vor Ort zu sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber auch sehr viel Energie abgefordert, definitiv.